Herzlich willkommen zu unseren Videotutorials zu Blend Engineer. Freuen Sie sich auf spannende Themen rund um das intuitive Erstellen von P&IDs, Piping and Instrumentation Diagrams und der Dokumentation verfahrenstechnischer Anlagen in Word und Excel, sowie Tipps und Tricks für Ihre Arbeit in Blend Engineer. Mein Name ist René Martin und ich begleite Sie durch diese Tutorials. Wenn Sie in Blend Engineer eine neue Zeichnung erstellen, dann haben Sie nicht nur das Zeichnungsfenster für Ihre Objekte, sondern um diese Zeichnung herum gruppieren sich noch weitere Fenster. Diese Fenster können Sie selbstverständlich schließen. In jedem der Fenster gibt es ein Schließen-Symbol, ein X, über welches Sie das entsprechende Fenster schließen können. Wenn Sie es wieder öffnen möchten, klicken Sie in der Registerkarte Blend Engineer auf die entsprechende Schaltfläche, hier in diesem Beispiel auf die Projekteigenschaften, und schon öffnet sich das Fenster wieder. Natürlich können Sie auch die Größe der einzelnen Fenster verändern, indem Sie mit der Maus an den Rand gehen und dort den Rand rauf oder runter schieben. Natürlich auch nach links oder rechts. Mit einem Klick in die Titelzeile können Sie dieses Fenster aus dem Verbund herausziehen und an eine andere Stelle positionieren. Oder Sie könnten es sogar frei schwebend auf der Zeichnung stehen lassen. Das hat allerdings den Nachteil, wenn Sie dieses Fenster schließen und später wieder öffnen, dass Sie möglicherweise das Fenster suchen, weil es nicht angedockt ist zwischen den anderen Fenstern. Noch schlimmer, wenn es sich außerhalb der Zeichnung auf einem anderen Bildschirm befindet, dann suchen Sie vielleicht eine ganze Weile, bis Sie das Fenster finden. Deshalb empfehlen wir, die einzelnen Fenster angedockt am linken rechten oberen Rand stehen zu lassen. Zusammengefasst, jedes der Fenster kann so positioniert werden, wie Sie es gerne möchten. Sie sollten sich Ihren Bildschirm so einrichten und die Fenster schließen, die Sie nicht brauchen, bzw. öffnen, mit denen Sie gerade arbeiten.